Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, willkommen zum heutigen Video. Alle, die meine letzten Videos gesehen haben, haben ja mitbekommen, dass ich mich bei der Tour so ein bisschen beklagt habe über Neo, nämlich dieses Schnarren, dieses rasselnde Geräusch hinten rechts. Das ist natürlich eine Sache, die extrem stört und auf Dauer, gerade bei Touren, doch sehr nervt. Und darum habe ich natürlich versucht, der Sache mal auf den Grund zu gehen, weil so ein Schnarrgeräusch auf Dauer, gerade bei Touren, das nervt extrem. Das mag man nicht und gerade bei so einem teuren Fahrzeug geht man davon aus, dass es nicht sein muss. Scheint aber nicht nur mein Problem zu sein. Wie ich in den Kommentaren gelesen habe, haben viele diese Vibrationsprobleme. Bei manchen Vibrationen im Trittbrett, also beim Fahren wirklich zu spüren, bei manchen Geräusche. Bei mir sind es nur Geräusche, die immer so bei 5200 Umdrehungen auftauchen. Wenn ich in dem Drehzahlbereich bleibe, dann bleiben die Geräusche auch. Gehe ich drüber, sind sie weg, drunter sind sie auch weg. Scheint also irgendein Vibrationsproblem zu sein durch Schwingung. Einer der Zuschauer hat mir jetzt einen Tipp gegeben, und zwar hat er das Problem auch und er ist der Meinung, dass es der Stoßdämpfer hinten ist, der rechte. Denn die Stoßdämpfer bei BMW sind relativ weich, sage ich mal, so von der Konsistenz, die Federn. Und die Federn selber liegen sehr dicht an dem inneren Kern. Das ist so ein Kunststoff ummantelter Kern. Und wenn man da hin und her wackelt, dann merkt man schon, da kann man schon per Hand immer hin und her schlagen und kommt immer an den Kern innen drin ran. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn da starke Vibrationen beim Fahren entstehen, dass da Schwingungen entstehen, die dann so ein Rasseln oder Klappern erzeugen können. Andere Ideen, die ich noch hatte, waren, dass es irgendwo am Auspuff liegt. Da habe ich aber alles kontrolliert. Also die Abdeckung sitzt fest, alle Schellen sitzen fest. Da ist auch nichts an der Aufhängung, was vibrieren könnte. Die sind alle gummigelagert. Also am Auspuff bin ich der Meinung, liegt es nicht. Der Motor selber ist ja unten in der Aufnahme Gummi gelagert. Diese Gummilagerung dort unten scheint relativ weich zu sein. Ich weiß also nicht, es könnte vielleicht auch sein, dass dadurch, dass die Achse selber, an der der Motor befestigt ist, in dieser Gummilagerung zu sehr ans Gehäuse kommt und da das Schnarren entsteht, wäre auch noch eine Möglichkeit. Das kann ich aber nicht überprüfen. Da müsste ich unten die ganzen Lager rausmachen. Wäre auch noch eine Option, aber ich vermute auch, dass es vielleicht wirklich der Stoßdämpfer ist, weil der beim Anfassen schon hin und her schlackert. Und daher dachte ich mir, das ist eine Sache, die kann ich selber mal kontrollieren und verändern, sodass ich sehe, ob es daran liegt. Und zwar habe ich mir jetzt neue Stoßdämpfer bestellt. Ein Problem ist leider, für den BMW C400 GT gibt es keine Stoßdämpfer von Drittherstellern für den C400 GT. Ich habe aber welche gefunden, und zwar von YSS, die auch für den GT und für den X gemacht sind, also auch von den Aufnahmen, von der Länge genau passend. Allerdings leider mit keiner ABE für Deutschland. Bleibt also dann nur eins übrig. Ich habe sie jetzt verbaut, man muss eine Einzelabnahme machen. Dadurch, dass es aber eine ABE gibt für ganz viele BMW-Motorräder, auch für den C650, gehe ich mal davon aus, dass eine Einzelabnahme vielleicht keine Probleme macht. Wenn es nicht klappt, muss ich sie wieder ausbauen und verkaufen. Aber ich möchte auf jeden Fall mal testen, jetzt durch den Einbau der neuen Stoßdämpfer, ob das die Sache ist, die die Probleme bereitet. Bevor ich gleich zum Fahrtest komme, um zu testen, ob dieser YSS diese Probleme behebt, ein paar Infos zum Stoßdämpfer. Also wie gesagt, der ist laut Angaben des Herstellers für den C400 GT passend. Tut er auch. Ich habe ihn eingebaut, ist relativ einfach. Ihr müsst allerdings für den Einbau das gesamte Helmfach ausbauen. Was aber nicht so schwierig ist, sind mehrere Schrauben oben. Ihr müsst den Dämpfer rausbauen. 2 Schrauben hier unten in der Verkleidung noch, in der Seitenverkleidung, die müssen raus. Hinten ist dann noch eine Kabelverbindung für die Entriegelung, die müsst ihr lösen mit einer Kabelklemme, die den Lauf des Kabels noch reguliert. Und dann könnt ihr das rausheben und fertig ist die Sache. Und dann kommt er, wenn das Helmfach ausgebaut ist, wunderbar von innen an die Schrauben des Stoßdämpfers ran. Oben mit einer Mutter hinten, mit einer Kontermutter. Und unten ist ein ganz einfacher Bolzen, der in den Stoßdämpfer selber hinten mit dem Gegengewinde reingeht. Der YSS-Stoßdämpfer ist dreifach einstellbar. Wir haben hier oben, da kommt man auch sehr schön mit der Hand ganz einfach ran, die Einstellung für die Zugstufe. Dann hier unten im Druckbehälter die Druckstufe durch Drehung nach rechts und links, jeweils in, glaube ich, 30 Stufen einstellbar. Und hier unten haben wir die Einstellung der Federvorspannung mit einer Feststellschraube hier unten, damit sie es nicht verstellt. Und dann stufenlos einstellbar über einen extrem großen Regelbereich. Also viele Einstellmöglichkeiten. Wie der sich fährt, kann ich jetzt noch nicht sagen, werde ich euch gleich beim Fahren mal kurz erzählen. Aber vom Einbau passt das schon mal super einfach. Gleiche Aufnahme unten, oben passt auch, die Länge ist die gleiche. Aber halt mit dem Vorteil gegenüber dem BMW Originalstoßdämpfer, wo ja nur die Federvorspannung in 5 Stufen einstellbar ist, dass hier stufenlose Einstellung der Federvorspannung, Druckstufe und Zugstufe separat einstellbar ist. Dadurch kann man das natürlich viel besser noch an seine
Bedürfnisse anpassen und an das Gewicht. Also ein super Stoßdämpfer, sieht auch klasse aus, finde ich. Passt wirklich sehr gut. Auch sehr solide verarbeitet. YSS kommt ja aus Thailand. Eine sehr gute Firma, gerade wenn es um die hochwertigen Stoßdämpfer geht. Und auch die ABE für diesen Stoßdämpfer. Ich glaube, da sind 150 verschiedene Modelle drin, für die das passend wäre. Laut ABE leider nicht für den C400 GT. Kommt vielleicht noch. Also bleibt euch momentan nur der Weg über eine Einzelabnahme beim TÜV. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich die neuen Stoßdämpfer jetzt machen, ob sich das Fahrverhalten zum Positiven verändert und natürlich auch, ob das Schnarren weg ist, weil das hat mich wirklich extrem genervt. Also, auf geht's, lasst uns starten. Ich fahre ein bisschen raus aus Berlin, damit ich in verschiedenen Drehzahlbereichen und Geschwindigkeiten fahren kann. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Schnarren jetzt endlich weg ist. Gut, dann starte ich mal mit der Testfahrt. Ich werde jetzt erstmal, da ich noch in der Stadt bin, mal so das allgemeine Fahrverhalten testen. Die Stoßdämpfer kann ich ja sehr unterschiedlich einstellen. Ich habe sie jetzt erstmal sehr weich eingestellt. Ich bin ja eher so der Komfortfahrer. Also Druckstufe auf weich, Zugstufe auf weich. Also vom ersten Eindruck würde ich sagen, sie sind etwas straffer als die Originalfederbeine. Die Festigkeit der Federn ist ja 1. Also ob sie jetzt beim normalen Fahren sich ein bisschen fester anfühlen. Und dann natürlich die Art und Weise des Einfederungsverhaltens, also Verhältnis von Zug zu Druckstufe, wie sich das bei Unebenheiten dann auswirkt. Ob die trotzdem, obwohl das Fahrwerk ein bisschen straffer ist und sportlicher, trotzdem noch gut abgefedert werden. Einfederung und Ausfederungsverhalten. Aber bisher muss ich sagen, erster Eindruck ist gut. Handling top. Jetzt mache ich mal einen Test, den ich ja immer sehr gerne mache. Und jetzt kommt der Kopfsteinpflaster-Test gleich. Und dann schauen wir mal, wie da der Federungskomfort ist. Ob das gut abgefedert wird oder ob das dann zu holprig wird, weil es zu fest ist. Oh, okay. Super. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das würde sich bei Kopfsteinpflaster, da es ja auf normaler Straße auch ein bisschen fester sich anfühlt, mehr ruckeln, aber tut's nicht. Also die Qualität des Dämpfers scheint gut zu sein, um solche kleinen Erschütterungen gut wegzufedern. Also Test Nummer 1, Fahrverhalten, Fahrkomfort ist bestanden. Ja, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Test, nämlich dem Schnarren, ob das weg ist durch die Stoßdämpfer. Und ich taste mich jetzt mal langsam an diesen Drehzahlbereich ran. $5.200, ich lasse mal das Visier offen. Damit ich besser höre, 5,2. Drei. So, jetzt bin ich bei diesen 5.200 Umdrehungen, wo das Problem immer war. So, jetzt mal ein bisschen schneller. Ja, also Problem gelöst, Schnarren weg. Ich konnte jetzt nichts mehr hören. Einmal hat es noch so leichte Vibrationen gegeben. Ich nehme sowieso an, dass das irgendwie zusammenhängt mit der Aufhängung und dem Federbein, dass dieses Zusammenspiel da diese Vibrationen erzeugt. Aber das Schnarren ist weg. Puh, weil das hat mich wirklich genervt. Also andere Federbeine rein. Jetzt muss ich noch sehen, ob ich es beim TÜV auch so eingetragen bekomme, wie ich das mir vorstelle. Ich muss also eine Einzelabnahme machen. Die ist natürlich relativ teuer, glaube ich. Ich muss mich da mal erkundigen, was das kostet. Aber da wird es schon ein paar hundert Euro kosten.
Ist jetzt nicht jedermanns Sache, also von daher würde ich euch raten, wenn ihr dieses Problem auch habt, mit dieser Schnarrerei oder mit starken Vibrationen, ab zu BMW, Garantieantrag stellen und dann sollen die das beheben, wie auch immer die das machen, weil die können ja nur ein anderes Federbein einbauen. Und wie gesagt, das Problem ist auch bei jeder Einstellung des Federbeins, also man kann jede Vorspannungsstufe von 1 bis 5 wählen, ist immer da das Schnarren. Ändert sich ein bisschen je nach Beladung, ob mit oder ohne Sozia. Aber so ist schon mal zumindest erstmal klasse. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob das mit der Eintragung geklappt hat. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr Anmerkungen habt oder Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt ja mal auch schreiben, ob es bei euch, bei eurem BMW auch ist, ob da Vibrationen sind bei bestimmten Drehzahlen oder irgendwelche Schnarrgeräusche. Bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn euch das Video heute gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Auch den Kanal abonnieren würde mich sehr freuen. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Video nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.